Ich bin Anja Innauer, bin Gründungsmitglied der Nona Architektinnen in Dornbirn. Ich bin Markus Innauer von Innauer Matte Architekten aus Bezau. Mein Name ist Christine Müller. Ich habe Kunstgeschichte studiert mit dem Schwerpunkt Architekturgeschichte und arbeite nun als freie Architekturpublizistin. Eine grundsätzliche Frage gleich zu Beginn. Wie definiert ihr einen guten Architekten? Also an beide gestellt und von jedem eine Antwort. Ja. Also ein guter Architekt für mich ist ein Architekt, der sich erstens stark mit der Aufgabe natürlich auseinandersetzt, der sich auch also nicht nur mit der Umgebung, mit der Aufgabe, mit dem Bauherrn, ich glaube, das sind so zentrale Themen. Und da geht es einfach darum, dass sich ein guter Architekt damit auseinandersetzt und dann eben versucht, die Projekte mit Hingabe und Leidenschaft umzusetzen. Anja? Eine gute Architektin oder ein guter Architekt ist für mich jemand, der für andere baut und nicht für sich selbst, weil ich finde, das ist das Schöne eigentlich an unserem Beruf, dass wir mit so ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu tun haben, die mit einem Anliegen eigentlich zu uns kommen und was für sich ihre Situation verbessern wollen und wir das für sie oder ihnen helfen, das zu erschaffen. Und es geht um die anderen eigentlich. Ich finde, es geht nicht darum, dass ich mich selber verwirkliche, sondern dass der Bauherr, der Kunde, dann in weiterer Folge auch die Umgebung, das Umfeld profitiert von der Planungsaufgabe oder der Planung. Mhm. Also, ja, noch ergänzend? Ja, noch ergänzend vielleicht. Ich glaube, das Ziel muss sein, dass der Ort eigentlich besser wird. Also wenn der Ort besser wird oder zumindest nicht schlechter, wie er vorher war, ich glaube, dann ist die Aufgabe gelungen. Mhm. Was hat euch bewogen, überhaupt Architektur zu studieren? Welche Erwartung habt ihr damals an dieses Berufsbild oder den Beruf eines Architekten gesetzt und haben sich die bisher, ihr seid ja noch am Anfang eurer Laufbahn, wie hat sich das bisher erfüllt? Also ich bin relativ spät darauf gekommen eigentlich. Also weder in meiner Familie gibt es irgendwelche Architekten oder Architektinnen, noch war das irgendwie ein präsentes Thema. Nach der Matura hatte ich ein Schlüsselerlebnis und zwar im Frauenmuseum in Hittisau. Mein Heimatort, also da bin ich aufgewachsen und da wurde das erste Frauenmuseum in Österreich eröffnet. Das ist von Cukrowitsch Nachbauer und das ist ein Raum, da gibt es ein Eck in der Bibliothek, das so eine magische Aura hat und wurde mir klar, das wurde geplant, das ist nicht passiert, sondern das ist ganz gezielt entstanden, weil man hat da einen Blick in den Wald und das war so ein tolles Erlebnis für mich, dass ich mir dachte, das will ich auch können und habe mich dann für das Architekturstudium entschieden. Das war so ein bisschen ein Schlüsselerlebnis, natürlich ohne zu wissen, ob das jetzt genau das Richtige ist. Also das wusste ich vorher nicht. Ich habe es dann halt ausprobiert und bin mit Freude dabei geblieben. Es ist das Richtige. Es ist das Richtige, ja. Bei mir war es irgendwie nicht so emotional. Bei mir war es eher anders. Ich habe zuerst eine Schule gemacht, also die Handelsakademie quasi, also eher in die wirtschaftliche Richtung. Und bei mir war dann eigentlich klar, das ist genau das, was ich nicht will. Und dann ging es eben darum, was kann es sein? Und dann war irgendwie klar, es muss was Kreatives sein, also die kreative Richtung. Dann kamen die ganzen kreativen Berufe, Grafikdesign, Design, Architektur und so weiter ins Spiel. Und ja, dann fiel eigentlich die Entscheidung einfach auf Architektur, weil es ja, so gewissermaßen
am meisten zulässt von diesen ganzen Disziplinen. Und so bin ich da eigentlich reingerutscht. Und ja, es war im Nachhinein eigentlich glücklicherweise die richtige Entscheidung. Herausfordernde Zeiten erleben wir zurzeit. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben Klimaproblematiken, die immer krasser und immer ärger werden. Wir haben viele Herausforderungen zu bewältigen, auch die Energieproblematik, die eben mit den Kriegsereignissen verbunden immer aktueller werden. Vielleicht auch Klimaflüchtlinge, mit denen wir rechnen müssen. Ihr arbeitet als Architekt, als Architektin. Worin seht ihr in dieser aktuellen Situation die Verantwortung und die Möglichkeiten des Architekten, der Architektin? Also meiner Meinung nach ist es so, wir sind die Ersten, an die jemand kommt, der ein Projekt machen will. Viele glauben zwar, über Architektur Bescheid zu wissen, irgendwie gibt es ja oft Bauherren, die halt immer im Vorhinein schon sagen, wir wissen eh ganz genau wie und was. Aber dem ist eigentlich oft nicht so. Und ich sehe es in unserer Verantwortung, ihnen dann halt auch mitzugeben, was es für Möglichkeiten gibt, dass man nicht voll kompliziert bauen muss. Es gibt einfache, klare Möglichkeiten, sei es in der Materialwahl, sei es in der Wahl, welche Energie verwendet wird. Und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die man hat, die natürlich der Otto-Normalverbraucher gar nicht wissen kann. Und es ist meine Pflicht, ihm das näher zu bringen dann. Und mich für das zu interessieren, also das sehe ich einfach als Pflicht, weil wir leben in diesen Zeiten und wir müssen alle was dazu beitragen, weil es ist 11:55. Es ist einfach, es muss jetzt sein. Ja, für mich gibt es natürlich auch ein paar Punkte. Was, glaube ich, ganz wichtig ist jetzt abseits also wenn es jetzt um Klimawandel und so weiter geht, abseits der Diskussion um Passivhaus, Wärmedämmung und so weiter. Ich glaube, was so ein bisschen vernachlässigt wurde die letzten Jahre, ist einfach gesagt gute Planung. Also dass die Gebäude so konzipiert werden, dass die einfach nicht für 30 Jahre gedacht sind, sondern einfach für viel länger, dass das einfach eine gewisse Flexibilität in der Nutzung und so weiter auch zulässt. Das ist ein Punkt. Und dann noch ein Punkt ist die richtige Materialanwendung und einfach auch der Umgang mit dem Material. Also das geht schon auch in die Richtung wieder einfacher, vielleicht auch monolithisch, aber einfach dieses Schichtenprinzip allein schon beim Aufbau einer Außenwand eines Gebäudes, das ist einfach, wenn man das dann irgendwann mal abreißen sollte, was man wirklich nur dann machen sollte, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, einfach zu Problemen führt. Entweder man kann es nicht mehr trennen oder man kann es nicht mehr entsorgen, dass einfach so Themen auch bei der Planung auch schon berücksichtigt und bedacht werden. Liebe Anja, du bist Architektin, du bist Vizebürgermeisterin eines Ortes in Vorarlberg, du bist Gemeinderätin. Wie siehst du diese Problematik und wie die aktuelle Situation, wie kann man die aktuelle Situation verbessern? Also das ist ja eine seltene Situation, dass eine Architektin... Ja, aber ich bin der Meinung, die Architekten müssen sich mehr durchmischen. Also es ist mir aufgefallen, dass man im Kreise der Architektur, dass man da schon die Probleme sieht und auch erkennt, aber immer untereinander nur bespricht. Und das war mir zu wenig. Ich wollte mich untermischen, so damit ich auch wirklich was bewirken kann. Und es ist natürlich auf Gemeindeebene, wo ich jetzt tätig bin, da ist es auch gut möglich. Also wir haben zum Beispiel jetzt wir konnten eine Richtlinie erlassen für Bauen und Energie, indem wir Holz fördern als Rohstoff, Gründächer fördern, Fernwärmeanschlüsse fördern, lauter solche Dinge,
die wir positiv aber versuchen zu besetzen, nicht nur mit dem Zeigefinger, du darfst nicht, verboten, sondern es wird gefördert, aktiv von der Gemeinde. Und es braucht halt Menschen, die diese Ideen bringen. Und man kann da mitmachen. Also das war für mich ein Grund, warum ich das mache, damit ich meinen Beitrag da auch dazu geben kann und ich außerhalb dieses Kreises auch an die Menschen komme und auch an andere. In der Gemeindevertretung sind ganz verschiedene Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Berufsgruppen, die gar nicht wissen, oder jeder hat sein Ressort. Und bei meines ist jetzt halt Bauen. Ich habe das auch in der Gemeinde jetzt da übernommen ein bisschen und kann Dinge verändern und inhaltlich Inputs geben. Und das sehe ich halt auch als Teil meiner Verantwortung als Architektin. Also es wäre schön, wenn mehrere Architektinnen Ja. Lust hätten, Funktionen zu übernehmen. Gut, das ist halt auch ein Aufwand, es ist auch Engagement notwendig, aber das zeigt aber auch ein bisschen die Problematik dieser Funktion in der Kompetenz, oder? Oft liegt es ja schon auch daran. Und ich bin halt ständig da, weil ich halt auch in dem Vorstand sitze und bevor ein Projekt schon entwickelt ist, zum Beispiel haben wir im Bregenzer Wald das Problem, dass wir sehr viel Leerstand haben. Und ich kann diese Ideen bringen, wir könnten dieses Haus, das mittendrin 300 Jahre alt ist, eine super Struktur hat, wir könnten da das und das daraus machen. Bevor entschieden wurde, was gemacht wird, ich kann meinen Input von Anfang an bringen und es ist nicht so sporadisch. Man hat ja doch schon die Möglichkeit, sich zu informieren als Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Aber es ist gut, wenn immer wer da ist, weil oft ergibt sich das auch in einem Gespräch, das halt dann später beim Achtelwein stattfindet. Und das sehe ich halt schon, dass das gut ist, wenn man dann da einfach mitmacht. Ja, ich würde mir das sehr wünschen, wenn das mehrere machen würden. Ja. Vorarlberg gilt allgemein eigentlich in Bezug auf die gute Zusammenarbeit von Architekten, Architektinnen und Handwerkerinnen als vorbildlich, würde ich sagen. Wie sehr und auf welche Weise bestimmen jetzt der Naturraum, der euch umgibt? Ihr habt entschieden, in Vorarlberg zu bleiben, zu arbeiten, in keiner Großstadt zu arbeiten. Und die Landschaft, die euch umgibt, wie sehr bestimmen die, also diese Verbundenheit, eure Arbeit? Also ich finde, man schafft ja mit Architektur einen Innenraum und einen Außenraum. Und das ist dieser öffentliche Raum, der in den Landschaftsraum auch greift. Und der ist mindestens genauso wichtig wie das drin. Weil das ist das, was allen gehört, ein bisschen. Das sind die gewachsenen Strukturen, die wir vorfinden. Und da leben wir wir leben in Bezau und das ist echt ein sehr gut gewachsener Ort. Da ist sehr viel Landschaft noch übrig, was sehr wichtig ist und wir das auch sehr genießen in unserem Alltag. Und es hat sich baulich weiterentwickelt. Also diese Zwischenräume, also diese Räume, diese öffentlichen Räume, darf man nicht vernachlässigen. Also das sind ganz wichtige Dinge, die für Lebensqualität dann, auch wenn ich mich hauptsächlich im Haus aufhalte, von sehr viel Qualität dann zeugen, wenn das gute öffentliche Situationen ergibt. Wir sind mittlerweile in dem Alter, wo man eben gerne in der Natur unterwegs ist und dementsprechend will man, ganz einfach gesagt, das ist immer auch die Diskussion mit Tourismusbauten und so weiter, man will halt nicht das zerstören, was eigentlich die Qualität ist, die wir haben. Also dementsprechend ist einfach der Umgang mit der Landschaft und so weiter sehr wichtig. Und ich sage mal so, wir bauen auch viel in den Bergen und da ist es einfach noch wichtiger und auch schwieriger, die Gebäude schonend zu integrieren.
Also weil die einfach oft in exponierten Lagen und so weiter sind. Und dementsprechend braucht es da vielleicht noch mehr Auseinandersetzung mit dem Thema Integration in die Landschaft bzw. Kontext. Der Umgang zwischen Architekten und Handwerkern, ich glaube, das ist wahrscheinlich fast einzigartig. Also wie es jetzt da ich sage mal, Vorarlberg, vielleicht noch Ostschweiz und so weiter funktioniert. Es ist einfach dieses sich begegnen auf Augenhöhe. Also wir sind nicht die Architekten, die dem Handwerker sagen, wie er es zu machen hat, sondern es ist auch da immer dieses gemeinsame Entwickeln. Wie kann man jetzt irgendein Detail oder irgendeine Fassadenlösung so lösen, dass sie ästhetisch und so weiter schön ist, unter Anführungszeichen, aber auch funktioniert. Und ich glaube, das ist eben ein Thema, das aufgrund dieser Diskussion auf Augenhöhe funktioniert und natürlich auch, weil das Land recht klein ist. Es kennt jeder jeden und jeder will seine Arbeit daher auch gut machen, weil es ist so klein einfach. Die Architekten untereinander kennen sich alle und die Handwerker, und wenn halt irgendwas schlecht ist und nicht funktioniert, dann fragt man, wer hat das eigentlich gemacht, und das funktioniert halt irgendwie nicht. Und ein großer Vorteil vielleicht auch noch, die meisten Betriebe sind noch so familiär geführt. Also die Firma heißt so wie der Chef mit dem Nachnamen. Und das ist auch eben was gegenseitig anspornt, einfach das Ganze gut zu machen. Glaube ich, dass das ein Grund sein kann. Verstehe. Wir verbringen ja bis zu 90% unserer Zeit in Innenräumen. Anja hat schon das angesprochen, Tendenz steigend. Wie kann gute und nachhaltige Architektur auf diesen Umstand reagieren? Also das heißt, wie kann man das Wohlbefinden fördern und eine entsprechende Aufenthaltsqualität sicherstellen? Also was braucht es dazu, oder müssen wir Faktoren wie Lüftung, wie Heizung, wie Tageslicht und sonstige Dinge berücksichtigen? Ja, ganz klar, das sind die Basics für ein gutes Raumbefinden und Wohlbefinden in einem Raum. Die müssen wir schon berücksichtigen. Wir dürfen aber, glaube ich, nicht alles zu kompliziert sehen. Also weil die Technik ja extrem überhand nimmt und jede Befindlichkeit abgedeckt werden muss mit kühlen Heizen, warm, kalt, heiß. Also das ist schon explodiert. Da bin ich eher ein Freund von einfachen Lösungen, vielleicht auch bauliche Maßnahmen, die Technik teilweise auch ersetzen können. Also da gibt es ja auch sehr gute Ideen dazu. Für das muss man sich ein bisschen Zeit lassen, habe ich oft das Gefühl. Der Planungsprozess, das ist das Wichtigste, so wird das Ganze nachher. Für das braucht man Zeit, damit man über diese richtigen Lösungen, die natürlich auch wieder unterschiedlich ausfallen können, aber dass man die findet an diesem Ort und für die Aufgabe. Ich glaube, dass also diese Hard Facts oder der Architektur wie halt Proportion, Belichtung, Raumklima und so weiter, ich glaube, das ist so Voraussetzung. Was auch noch ein Thema spielt vielleicht, sind, ich sage mal, Soft Facts, also wie der Materialechtheit, also Haptik des Materials, vielleicht auch wie riecht es in dem Raum und so weiter, wenn ich reinkomme. Also zum Beispiel in einem Holzgebäude, das soll man auch spüren, also fast emotional, so ein emotionales Gefühl aufkommen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, dass man die Materialien nicht verfälscht, sondern dass die in ihrer Rohheit eigentlich wirken können. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der zur Behaglichkeit beitragen kann, wenn man das richtig macht. Die Nachhaltigkeit von Projekten spiegelt sich ja auch in deren Beständigkeit wider. Wie
erreicht man diese Qualität, also die Qualität der Beständigkeit? Indem man einfache, klare Strukturen schafft, die vieles offen halten. Ich finde, die Struktur eines Gebäudes ist das Wichtigste. Wenn die Grundstruktur passt, dann ist es auch 200 Jahre später noch zu gebrauchen. Und wir durften schon einen Kindergarten umbauen, der ein 100 Jahre altes Gebäude mit einer spitzen Grundstruktur. Und es ist auch 100 Jahre später noch zu bespielen im neuen Kleid, saniert und mit neuen technischen Anforderungen. Aber das steht immer noch da mit seinen meterdicken Mauern. Sowas ist beeindruckend. Und darum ist die Struktur, glaube ich, diese Planung, wie der Markus auch vorher schon gesagt hat, dass das das Nachhaltigste eigentlich ist, weil dann kann man das als Schulklasse verwenden oder als Kindergartenklasse oder kann vielleicht auch sogar ein Büro sein oder eine Wohnung, ein Loft. Und schön muss es sein. Also wenn es nicht schön ist, dann reißt man es früher oder später ab. Das ist halt ein schwieriger Begriff, das Schöne, weil das so ein individueller Begriff ist, oder? Ich weiß nicht. Der Sargmeister sagt was anderes. Ja, schön mit Proportion oder dass das halt ein stimmiges Gesamtobjekt ist. Oder was meinst du? Ja, schönes Gebäude. Es gibt auch schöne Gebäude und hässliche. Ja, aber ich halt eine schwarz-weiß, ja. Ich streite nämlich ganz oft mit meinen Bauausschusskollegen, die nicht vom Fach sind, die den Architekten immer unterstellen, ja, muss eh nur schön sein und dann... Oh je, das kann man nicht auf sich sitzen lassen, Markus. Ja, aber wenn ich jetzt in Feldkirch in die Altstadt gehe, diese Gebäude empfinden wahrscheinlich 95% als schön. Und wenn ich irgendwie da draußen irgendeinen Wohnbau anschaue, keine Ahnung, da ist genau umgekehrt. Das heißt, schön ist das, was proportional... Wo man sich emotional hingezogen fühlt, wo man gerne vorbeigeht. Wir tauchen noch einmal zurück in den Ukraine-Krieg, in die nicht so schönen Dinge, der aber diese ganze Energieproblematik wieder in unser Bewusstsein zurückgeholt hat und uns zeigt, dass es auch dringend Alternativen bedarf. Was müsste man persönlich oder in der Gesellschaft tun, um den Energiebedarf zu reduzieren? Man muss bei sich selber einfach reduzieren. Man muss weniger Dinge besitzen und weniger Dinge haben, weil wir haben alle viel zu viel und dazu brauchen wir Abstellräume und Garagen und Keller und ich weiß nicht was. Und es ist ja auch eine wahnsinnige Arbeit, all diese Dinge instand zu halten. Wir müssen uns von dieser Vielzahl und viel zu anstrengenden Masse an Dingen lösen, die wir besitzen. Und das kann jeder eigentlich leicht. Und wir zahlen einen sehr hohen Preis dafür, wenn wir das nicht machen. Also zuerst einmal vermeiden. Und dann kann man natürlich mit erneuerbarer Energie und all diese Mittel, die es eh schon gibt, die verwenden und auch beim Bauen. Holz ist zum Beispiel ja ein sehr gutes Material, mit dem bauen. Aber ich glaube, das Erste ist das Reduzieren von diesem zu viel, das wir alle haben. Weil das stresst uns ja auch alle unmensch. Wir müssen uns zwischen, ich weiß nicht, 20.000 Wasserhähnen entscheiden, welches ist dann der allerbeste für. Und das ist anstrengend und es ist nicht notwendig, dass es das gibt, weil der Raum wird nicht besser durch den Wasserhahn. Der wird gut durch die Struktur, aber nicht durch diese Kleinigkeiten. Und das ist explodiert. Es gibt viel zu viel Zeug. Ja, ich meine, in den letzten Jahren hat man sicher zu viel gebaut. Also ich glaube, das darf man auch als Architekt sagen. Ich glaube, da wäre es vielleicht wichtig, dass man wieder mal so zurückschaut. Gerade Vorarlberg oder Bregenzer Wald war ja
ich sage mal, noch nicht vor allzu langer Zeit nicht wirklich eine wohlhabende Gegend. Und ich glaube, damals ist man noch, ich glaube, daher kommt auch diese Mentalität hier in Vorarlberg. Ich glaube, damals ist man einfach noch bewusst umgegangen mit dem, was man hat, also mit den Ressourcen, mit den Rohstoffen und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, also der bewusste Umgang mit Ressourcen, ich glaube, das ist ein Thema. Und das Tempo ist zu schnell. Also ich glaube, durch das wird einfach auch so viel unnützes Zeug gemacht und es werden Ressourcen verschwendet, was echt mit ein bisschen weniger Tempo einfach sinnvoller, viele Dinge könnten dann sinnvoller gemacht werden und man würde auch drauf kommen, vielleicht braucht man das und das im Laufe des Prozesses, vielleicht kommt man drauf, dass man das eigentlich gar nicht braucht. Ja, so bei den Kindern, die zu viel Spielzeug haben und dann eben meistens nur mit einem Ding sich hauptsächlich beschäftigen. Also Ja, und das hat ja alles Folgen, weil man muss ja dieses Spielzeug wegräumen dann wieder und sie müssen es her und beschaffen und dann ist es verpackt in ganz viel und das muss man auch wieder wegbringen. Also man tut sich ja gar nichts Gutes damit. Das Tempo ist, also finde ich auch sehr hoch, zu hoch. Tut uns nicht so gut. hoffen wir, finden wir eine Lösung. Ja, da gilt es halt auch schon wieder an die Entscheidungsträger, hier klare Ansagen zu machen, finde ich. Das finde ich schon wichtig, weil ich bemerke jetzt schon in meiner kleinen Gemeindearbeit, dass das sehr schwierig ist, wenn es dann den Einzelnen betrifft. So grundsätzlich ist ja will jeder das unterstützen, aber wenn man ihm dann sagt, ja, aber dann kannst du das und das nicht machen, dann ist dann neben sich schon wieder nicht mehr so gut. Also darum braucht es da schon auch in der politischen Ebene Leute, die dann auch vorziehen und ganz klare Ansagen machen. Also es braucht politische Entscheidungen, die uns alle betreffen, weil es sonst wieder nur... Ja, und die nicht nur darauf hören, was die Masse will, die müssen halt nach vorpreschen, bin ich der Meinung, einfach. Und nicht auf Wählerstimmen achten. Ein Machtwort. Auch gegen die Wählerstimmen, das wird schwer. Ich glaube, es muss eher von der anderen Richtung kommen. Also ich glaube, diese ganze, ohne jetzt wenn die Jungen, sage ich mal, Fridays for Future, wenn die nicht, keine Ahnung, da jetzt jahrelang protestieren, ich glaube nicht, dass viel passiert wäre. Oder zumindest nicht so schnell. Ich glaube nicht, dass wir dann so eine Klimadiskussion hätten, wie wir sie jetzt haben. Also ich glaube eher, das muss aus dem Volk kommen, weil die Politiker oben, die machen es halt so, dass sie entweder mehr Wählerstimmen haben oder mit am wenigsten Problemen durchkommen. Und auch das ganze Bewusstsein von den ganzen Konzernen und so weiter. Ich glaube auch, dass das einfach schlussendlich geht es dann halt auch wieder ums Geld, dass es eigentlich halt darum so ist. Aber ich glaube, man kann auch unpopuläre Entscheidungen treffen, wenn sie nötig sind. Wenn man sie gut begründet und klar und eine Linie durchzieht und das verfolgt, das Ziel, und es hat nichts mit wirtschaftlichen Hintergründen oder sonst irgendwelchen Machenschaften zu tun, dann kann man auch populäre Entscheidungen treffen. Das glaube ich schon. Ich weiß es aber nicht. Ich bin nur in der unteren Liga zu Hause. Gibt es irgendeinen Vorschlag für ihr seid noch sehr jung natürlich, aber irgendeine Botschaft an Architekten, an Bauherren, ein Vorschlag? Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, aber kann man das noch irgendwie präzisieren, auch einen positiven Vorschlag? Also meine Botschaft ist da, ins Gespräch kommen mit möglichst vielen und sich nicht in der Blase aufhalten, in der man sich oft aufhält, aber sich auch da hinaus trauen und mit anderen sprechen und sich vermischen. Dass man so viel wie möglich unterschiedliche Inputs kriegt, was ja wieder Vorteil für beide sein kann. Mischen. Mission possible. Wahrscheinlich.
Also an junge Architekten, weil ja auch noch nicht so alt sind, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass man am Anfang keine Projekte macht, die schlecht sind. Also ich glaube, wichtig ist, dass man einfach von Anfang an versucht, einen Weg durchzuziehen und den konsequent zu verfolgen, auch wenn es klarerweise am Anfang schwieriger ist, wie wenn man jetzt alles macht, was man gerade machen könnte. Und ich glaube auch, dass auch die Jungen da, gerade was das ganze Nachhaltigkeit, Klimathema, dass da jetzt wieder der nächste Schritt kommen muss. Also von den ganz Jungen, die jetzt kommen. Und ich glaube eben, dass es daher sehr wichtig ist, dass man da die Projekte und so weiter mit einer konsequenten Linie in die Richtung auch durchzieht. Weil wir abschließend, wenn wir an die Situation denken, dass wir hier Klimavorgaben bis 2030 haben, muss man sich fragen, haben wir noch genug Zeit, hier etwas zu verändern oder ist der Zug abgefahren? Ja, wir haben keine Wahl, wir müssen es ja versuchen. Also, wenn wir jetzt sagen, der Zug ist abgefahren, dann ist dann irgendwann vorbei. Ja, wir müssen das probieren, auch wenn es 11:55 ist, aber es kann jeder was beitragen. Da bin ich wirklich überzeugt davon. Das kann jeder und man muss es halt machen, auch wenn es mühsam ist manchmal und Zeit beansprucht, aber man kann, man soll. Man muss. Vielen Dank. Danke auch. Danke.